Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder, ein kleines Päuschen gehabt. Das ist manchmal diese Tage, ich habe es ja schon erwähnt. Diese 24 Stunden sind ratzfatz vorbei, man hat eigentlich nichts vor, aber irgendwie dann doch. Da kommt dann eins zum anderen und so und mal kurz hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Bisschen die Bude aufräumen, bisschen ausmisten. Wir wissen alle, wie das dann ist, gerade als Mann, wenn man eine Frau zu Hause hat und sagt, wir müssen mal ganz kurz ausmisten. Schwuppdiwupp ist irgendwie eine Schublade mit allen möglichen Krams, was man Jahre vor sich hergeschoben hat, irgendwie ausgeräumt und muss dann sortiert und was ähnliches werden. Und ja, dann ist der Tag auch durch, ne? Aber es fühlt sich so gut an danach, wenn man fertig ist. Naja, also nach ein paar Tagen von Ausmisterei zu Hause, gezwungenermaßen, was aber wie gesagt im Endeffekt sehr, sehr gut ist, weil ein sehr befreiendes Gefühl, ist die Bude auch wieder auf Vordermann gebracht und die Birne somit jetzt auch frei, um endlich mal wieder ein neues Video zu machen. Ja, wo sind wir denn stehen geblieben? Ach ja, im Krankenhaus. Ja, am Anfang der Krankenhauszeit habe ich unter anderem auch einer sehr guten Freundin aus Seattle das natürlich gesagt, weil wir eigentlich 2 Wochen später in Urlaub fliegen wollten nach Seattle, sie und ihre Familie besuchen. Nun hat die gesagt, ja gut, wenn du nicht kommen kannst, dann komme ich. Ist natürlich selbstverständlich, hat sich gleich in den Flieger gesetzt und ist von Seattle nach Berlin geflogen, um in der Krankenhauswoche da zu sein, was schon mal tipptopp ist. Also ich meine, bei solchen Freunden, das ist krass. Ja, sie kam rüber aus den USA und dann klingelt es auch an der Tür. Stehen geblieben bei der durchgeknallten Freundin aus Seattle, die extra rübergeflogen gekommen ist, um mich zu besuchen. Ja, sie kam rüber. Und dann hat die Durchgeknallte eine Mütze mitgebracht von einer Originalmütze von einem US-Colonel aus dem Zweiten Weltkrieg, um Manfred den Kampf anzusagen. Der ist hier extra von der Westküste USA mit dieser Militärmütze aus dem Zweiten Weltkrieg rübergeflogen und hat gesagt, so, hier, das ist die Kampfansagenmütze gegen Manfred. Hat es meiner Frau gegeben und sagt, you're in charge now, hat sie quasi jetzt befördert zum Colonel, um gegen Manfred zu kämpfen. Also seitdem haben wir diese Mütze und wurde auch immer fleißig getragen, wird es auch immer noch, ab und zu kriege ich böse Blicke mit der Mütze, damit Manfred sich erschreckt und weiß, wo der Hammer hängt oder die Mütze sitzt, je nachdem. Ja, nun war sie da und wie es der Zufall so will, meinte sie, ja, hast du mal von Methadon gehört? Ich so, ja, habe ich gehört, Junkies und so weiter. Und so die ganze Nummer. Man so, nee. Es gibt es auch als Behandlungsmethode, zusätzliche Behandlungsmethode gegen Krebs. Ich so, ja, was, wie, wer, was? Ja, war hochinteressant. Man beschäftigt sich ja sonst, wie gesagt, nicht damit. Es ist quasi ein Wirkkraftverstärker, wenn du so willst, für die Chemo- und die Strahlentherapie. Ich so, aha, ist interessant. Das sind quasi Tropfen, die man nimmt, in geringer Dosis. Also Junkies nehmen anscheinend die 100-fache Dosis. Irgendwie so habe ich mich belehren lassen. Man muss die Dosis in Tropfenform, nimmt man sie auf den Löffel, nach und nach über, ich glaube, 19 oder 21 Tage steigern. Also es fängt an mit 2 mal 5 Tropfen am Tag und man muss bei 2 mal 35 Tropfen am Tag dann ankommen, um die quasi Optimaldosis zu haben. Und was dieses Methadon tut, quasi im Prinzip ist auch toller Satzanfang übrigens. Also was dieses Methadon tut, es setzt sich auf die Tumorzelle oder auf die Krebszelle, bricht sie ein bisschen auf und bereitet sie quasi auf die Strahlen und die Chemotherapie vor, damit die halt volle Kanne da reingeht und nicht vorher schon ein bisschen verpufft, weil so eine Tumorzelle anscheinend auch relativ intelligent ist. Habe ich nicht so den Eindruck, dass sie intelligent ist, weil sie ist bei mir im Kopf. Das ist eigentlich ziemlich dumm von ihr, aber das wird sie auch noch feststellen. Aber jedenfalls insofern intelligent ist, dass sie irgendwann begreift, Moment mal, da ist ja irgendwas, was mich bekämpft. Das versuche ich jetzt auch zu bekämpfen und rauszuschütten. Somit, dass quasi Chemo- und Strahlentherapie nicht so wirkt, wie es wirken sollte oder weniger wirkt. Und das bricht halt das Ganze ein bisschen auf, wenn du so willst, wie so ein Flaschenöffner, und dass die Tumorzelle sich auch nicht dagegen wehren kann und halt volle Kanne Strahlen und Chemo reinkommt und um ein Vielfaches stärker wirkt. Und das ist sehr beeindruckend. Da war ich auch bei einem Vortrag hier in Berlin letztens von der Frau Dr. Friesen. Die hat das wohl herausgefunden. Ich glaube durch einen Zufall, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das fing halt an, dass in einem Hospiz haben Leute natürlich auch Schmerzmittel bekommen. Und Methadon ist, glaube ich, seit den 30er Jahren zugelassen als Schmerzmittel auch. In der Schmerztherapie haben sie halt mal Schmerzmittel gewechselt auf Methadon und auf einmal wurden 30% der Leute aus dem Hospiz entlassen. Normalerweise wird man ja aus dem Hospiz nicht entlassen, sondern man wird da mit den Füßen zuerst in der Box rausgetragen.
Das war dann sehr interessant und dann hat sie da wohl nachgeforscht und herausgefunden, weil sie es ja verstehen wollte, herausgefunden, dass das wohl auch eine Wirkung auf die Medikamente und die Behandlungen hat. Eine verstärkende Wirkung. Also hochinteressant. Und dann habe ich mich auch mit anderen Freunden darüber unterhalten, was das für ein Methadon, und dann haben viele gesagt, ja, ja, schon mal von gehört. Und jeder kennt ja irgendwie jemanden dann, wenn man so über Krebs und was irgendwas redet, der irgendwie Krebs hatte, hat oder was auch immer. Das ist ja eigentlich heutzutage erschreckend, wie sehr das eine Volkskrankheit geworden ist, Tumore und Krebs, wenn man mal sich das so vor Augen führt. Und da gibt es einige, die haben Methadon genommen, manche zu spät leider, da hat es nicht mehr so ganz funktioniert, weil es meistens dann immer so, man sucht und verzweifelt, wenn Therapie nicht anspringt, dann sucht man das, man muss ja auch diese Basis ja erstmal aufbauen, den Tropfen. Aber es gibt auch einige, wo ich gedacht habe, krass, da wo es eigentlich hieß, ja, unheilbar oder ja, nur noch irgendwie 2 Monate oder was ähnlich was, wo der ganze Scheiß auf einmal weg ist oder länger weg ist. Also auf jeden Fall habe ich gedacht, krass, das ist ja interessant und vor allem, es scheint auch keine schädigende Wirkung zu haben, auch wenn es anscheinend, und das ist wieder das Interessante, die Ärzteschaft da so ein bisschen gespaltener Meinung ist, weil es da offensichtlich auch Informationskampagnen gibt, negative Informationskampagnen von, ich würde mal sagen, Unternehmen, die jetzt nicht so das Interesse daran haben, dass ein Mittel, was, ich glaube, 24 Euro kostet mich so ein Fläschchen für einen Monat, die Wirkung von einem Medikament, was mehrere tausend Euro kostet, irgendwie verstärkt. Klar, da verdienst du dann auf einmal nicht mehr so viel Geld dran, wenn es auf einmal alles schneller geht. Ne? Sagen wir mal, keine Ahnung, wenn du für ein Jahr eigentlich irgendwie Chemo nehmen musst und auf einmal ist es nur ein halbes Jahr, dann verdienen die ein halbes Jahr weniger Geld an einem Medikament, das mehrere tausend Euro kostet. Wirtschaftlich kann man es verstehen, menschlich finde ich es eine riesengroße Sauerei. Aber deswegen gibt es ja anscheinend auch krasse Desinformationskampagnen. Wenn man da ein bisschen googelt, ist das sehr interessant und das ist angeblich gefährlich und tödlich und hast du nicht gesehen. Wenn man das mal genauer hinterleuchtet, dann ist das sehr interessant, dass das gar nicht so der Fall ist oder mit falschen Daten gearbeitet wird, die verfälscht werden, um einfach diese ganze Sache schlecht zu reden. Ich habe keine negative Erfahrung damit gemacht. Das Einzige, was eine bekannte Nebenwirkung ist, und damit kann man gegen arbeiten, sind Verstopfungen mögliche, aber da gibt es diverse Mittelchen, die kann man nehmen, dass das quasi weiter flutscht und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ansonsten nimmt man das halt zusätzlich, also nicht alleine, zusätzlich zur Chemotherapie und zur Strahlentherapie, dass man einfach die Wirkung der Medikamente oder der Therapie, die man nimmt, verstärkt. Warum sollte man das nicht tun? Es ist eine weitere Chance. Es ist nicht so, dass man sich einem Risiko aussetzt. So, und deswegen habe ich dann gesagt, gut, verdammte Axt, dann mache ich das. Bin aus dem Krankenhaus raus, bin zu einem Arzt gegangen, meines Vertrauens, der seit Jahren schon, ich glaube 280 Patienten hat der bis jetzt behandelt, der seit Jahren schon mit Methadon arbeitet und da auch seine Erfahrungswerte und Erfolge hat. Und mit dem geredet, der hat es mir erklärt, der war sehr zuversichtlich, lustigerweise auch beim Glioblastom 4 meint er so, ja, da hat er die besten Erfahrungen mit Methadon, was die Heilungschancen betrifft, im Zusammenhang mit Chemo- und Strahlentherapie. Und dann habe ich mir das Zeug gleich geholt und habe halt angefangen, in der Pausezeit, bevor meine Chemo anfängt, weil man muss ungefähr 4 Wochen warten, damit hier das hohe C schön verheilt, weil es sind ja schnell wachsende Zellen und schnell wachsende Zellen werden bei der Strahlentherapie natürlich irgendwie zerstört und deswegen muss man 4 Wochen warten, dass die Wunde schön heilt, um dann damit anzufangen. Und die 4 Wochen habe ich genutzt, um die Dosis des Methadons aufzubauen, um dann echt glücklicherweise genau bei den 2x35 Tropfen habe ich dann mit meiner Strahlen- und Chemotherapie angefangen. Also eigentlich optimaler Beginn, um Manfred maximal in den Arsch zu treten. Was aber ganz wichtig ist, habe ich auch festgestellt bei diesem Vortrag von Frau Dr. Friesen, wo ich in Berlin war. Viele wissen auch gar nicht, also kriegen es von Ärzten anscheinend nicht verschrieben. Manche sind dann irgendwie dagegen oder wissen nicht richtig wie. Und Apotheken müssen das eigentlich auch richtig, also die Apotheken mischen das ja vor Ort richtig an. Musst du auch die richtige finden, die es macht. Also da gibt es anscheinend auch ein richtiges Verzeichnis für von guten Apotheken, Partnerapotheken von Ärzten. Mein Arzt hat eine Partnerapotheke, wo die sich abgesprochen haben, wie was zu mischen ist und dass es auch das richtige Methadon ist, was du kriegst. Und es kostet 24,29 Euro für einen Monat. Also ich meine, als Wirkkraftverstärker, die Chemotherapie kostet mehrere tausend. 24,29 €. Das Anti-Übelkeitsmittel, was ich bekomme bei der Strahlentherapie, kostet 160 Euro. Ne? Also das ist, ich glaube, die 24 Euro hat man schon mal schlechter investiert. Ein Kneipenabend, irgendwie war ich schon teurer dabei.
Naja, wie gesagt, es gibt keinerlei Wirkung im Sinne von berauschend und weiß ich nicht was. Das ganz normal mit die Tropfen, die sind ein bisschen bitter. Die nimmt man über die Schleimhaut auf. Genau, richtige Einnahme, das war das Thema, was ich sagen wollte. Man nimmt einen Löffel, packt es in den Mund, irgendwie ist ein bisschen bitter das Zeug, aber ein bisschen bitter, wirklich nicht weiter schlimm. Aber ich sage ja immer, wenn Medizin nicht scheiße schmeckt, dann wirkt sie auch nicht. Ne? Also wenn es zu süß ist, das ist wie so Kindermedizin. Also 5 Minuten im Mund lassen, kurz den bitteren Geschmack genießen. Irgendwann ist es auch wurscht, dann schmeckt man es gar nicht mehr. Also nicht mit Wasser verdünnen und auf gar keinen Fall mit Zucker, weil Zucker ist ja Nährboden für einen Tumor, Futter für einen Tumor. Danach 15 Minuten warten, bevor man was anderes zu sich nimmt, irgendwie, damit es auch deine Magen nochmal ein bisschen schön wirkt. Fertig ist der Lack. Und das 2-mal am Tag, morgens und abends. Und schon hat man den Wirkkraftverstärker genommen zu der eigentlichen Therapie, die man nimmt. C'est ça, fertig. Ende aus, Mickey Maus.